So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es einen neuen Statusbericht. Und zwar zu den Themen heute. Ich werde gemütlich mit euch anfangen, was ich so die letzten Wochen auf dem Gebrauchtmarkt so erworben habe. Weil ich habe euch ja letztens die Baureihe 64 von Märklin vorgestellt. Die war jetzt nicht auf dem Gebrauchtmarkt, habe ich die geholt, sondern natürlich ganz normal so vom Händler. Aber ich habe jetzt mal hin und wieder mal so ein paar Aktionen oder Auktionen vielmehr so durchgestöbert und so bin dann fündig geworden. Das wollte ich einfach nicht vorenthalten. Dann würde ich sagen, machen wir einfach heute, das würde ich gerne schaffen, unseren großen Berg, zumindest vom Gerüst her fertig, dass da mal auf jeden Fall mal Fortschritt ist. Und zuletzt wollte ich euch dann noch ein Update geben, wie es mit dem Kanal weitergeht, weil da gibt es eine Ankündigung und ja, wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, und jetzt fangen wir mal ganz gemütlich an mit dem Rollmaterial, was ich in den letzten Wochen so gebraucht erstanden habe. Und zwar einmal einen so einen Niederbordwagen, RES oder RES, also die 47129 von Märklin. Kann man immer gebrauchen, Epoche 6 sogar, alles soweit mit so Rungen, die man dann quasi hochklappen kann. Und, von dem her, wie gesagt, Allzweckwagen, perfekt, habe ich mir gedacht. So, dann hier noch einen Silberling, also den 43812 von Märklin in der ersten und zweiten Klasse. Von dem her kann man immer gebrauchen. Besonders ich habe schon zwei zweite Klasse Wagen bei mir. Damit hätte ich einen schönen dreiteiligen Zug, beziehungsweise mit einer schönen, weiß nicht, Ozeanblau, beigen 218er wäre es ein vierteiliger Zug. Also ich glaube, kann man immer gut gebrauchen, auch gerade im Hinsicht dann kleiner Nahverkehrszug in der Epoche 4 für die Bergstrecke. Dann geht es direkt weiter wieder mit quasi ehemaligen Silberlingen, beziehungsweise jetzt Rotlingen oder N-Wagen. Und zwar jetzt zweimal die 43806 von Märklin. Zweite Klasse Wagen, genau. Von denen habe ich jetzt insgesamt 6 Wagen, also zweimal erste und zweite Klasse und jetzt 4-mal mit diesen zweite Klasse. Ich werde bei den Wagen immer schwach. Also egal ob Epoche 5, beziehungsweise das sind jetzt ja Epoche 6 Wagen mit dem Regio oder DB Regio Emblem, werde irgendwie immer schwach, obwohl ich jetzt hier auf der Anlage eher die Epoche 5 Wagen habe, aber wird dann sicherlich irgendwann mal auch einen Zug geben in Richtung Epoche 6, wobei die natürlich jetzt auch nicht mehr fahren, aber finde ich einfach geil. Also. Und dann habe ich ganz was anderes und zwar hier so Bauzugwagen gekauft, weil ich habe letztens gesehen, Rocco hat jetzt auch wieder im Programm Bauzugwagen und dann bin ich aber auf eine eBay-Auktion aufmerksam geworden, wo 4 solche Wagen dann sozusagen versteigert worden sind und ich habe die 4 Wagen für 28 Euro gekriegt, also mega günstig, also das fand ich dann echt toll. Sind natürlich schon älter, also seht ihr auch von der Verpackung, hier die 44320A und 44308A, also fand ich aber ganz, ganz cool. Und auch, ja, ich habe jetzt das sind 4 Wagen. Hier auch nochmal welche, also auch die 46334 und 46335. Also es sind dann alles eher so Wohn- und Schlaffähigen bzw. Bautruppführerwagen. Mir fehlt jetzt noch so ein Werkstattwagen mit so einer Jalousie, der sozusagen dann da ist, sozusagen. Und dann wäre das eigentlich relativ komplett. Warum habe ich mir die geholt? Ich finde es irgendwie ganz cool, weil man sieht auch jetzt, weil es in der Epoche 4 war, sagen wir mal so, dass man sieht halt überall bei verschiedenen Eisenbahnvereinen etc., alles bei so Lokalbahnvereinen etc. immer dann solche Wägen lustigerweise haben, die bei sich dann stehen. Und warum nicht auf der Anlage, wenn man irgendwie sagt, dann man hat dann irgendwo einen kleinen Eisenbahnverein oder auch einen Zug meinetwegen von mehreren oder auch einen Übergabezug sozusagen, der dann gerade einfach, dass man sozusagen spielt zu einem sozusagen als Überführung zu einem Eisenbahnverein mit zum Beispiel einfach so einem gealterten Wagen oder 2 und dann einer ausgeschlachteten oder einer alten, verrosteten 218er, 212er etc. alles oder 364er oder irgendwie sowas oder V60 letzten Endes. Also von dem, man kann da wirklich dann so einen kleinen Übergabezug dann machen, der quasi auf dem Weg als Erhaltung zu einem, wie gesagt, Museum dann nachher ist. Und deswegen habe ich gesagt, komm, sind die eigentlich ganz cool. Und gerade weil die jetzt auch ein bisschen günstiger waren, da kann man dann auch mal vielleicht nochmal altern oder mal damit anfangen. Oder auch wenn es nicht altern ist, dann ist es auch in Ordnung. Aber kann man überall davor stellen, irgendwie bei dem alten Bahnhof, der verlassen ist oder sowas, wo die Züge noch durchfahren und ein Abstellgleis, da ist sowas. Also das war so meine Idee bei dem Ganzen.
Und die haben sogar davon haben sogar Innenbeleuchtung, ihr seht es an den Kabeln. Muss aber, das sind jetzt Gleichstromwägen, muss natürlich da noch die passenden Achsen kaufen. Aber deswegen fand ich das jetzt ganz gut. Ja, und so sieht jetzt der fertige Berg aus. Wahnsinn, oder? Also es ist schon echt groß geworden, gefällt mir wirklich gut. Also man sieht auch, ich habe jetzt hier auch immer so flexible Elemente eingebaut, dass es einfach ein bisschen spannender aussieht. Und auch die verschiedenen Terrassen sieht man jetzt. Also hier ist natürlich jetzt alles ein bisschen steiler, aber hier ist es ein bisschen flacher. Hier geht es auch wieder am Tunnel steiler. Hier oben ist es dann ein bisschen entspannter. Und dann gibt es hier oben auch nochmal so Wölbungen. Und hier geht es dann nochmal ein bisschen so ein Minital dann irgendwie runter. Und deswegen, das soll aktueller Stand zumindest jetzt alles viel bewaldet sein, einige Felsen. Und ich weiß nicht, ob man oben noch einen Sendemast irgendwie hinmacht oder ein kleines Hütchen, wahrscheinlich mal nicht, würde ich mal behaupten. Aber wie gesagt, gefällt mir sehr, sehr gut. Und haben wir wirklich einiges geschafft. Und es wird sich nachher zeigen, wenn wir dann irgendwann mal den Berg dann einmanteln, eben mit diesem Krepppapier, dann kann sein, dass wir die eine oder andere Strebe noch setzen müssen, einfach weil man merkt, die zum Beispiel jetzt hier könnte sein, dass es hier vielleicht ein bisschen zu viel leer ist oder keine Strebe ist, wo dann nochmal das als Unterstützung da sein muss, aber das Krepppapier relativ zäh ist. Da kommt ja kein Gewicht dran auf den Berg. Also ihr seht auch, also es ist wirklich, also das ist wirklich fest. Also klar, es gibt natürlich ein paar Ecken, die vielleicht nicht ganz so stabil sind. Zum Beispiel hier fehlt ein bisschen der Support, aber das ist trotzdem, ja, wirklich gut geworden. Also mir gefällt es wirklich gut. Und ja, ich habe ja noch gesagt, ich habe eine Ankündigung für euch. Und zwar bezüglich des YouTube-Kanals. Mich reizt es momentan, beziehungsweise ich bin auch schon ein bisschen dran, mich einzuarbeiten, eine Web-Applikation, eine Webanwendung zu programmieren. Natürlich im Kontext von Modelleisenbahn. Ich verrate es aber noch nicht. Deswegen, ich werde euch da noch ein bisschen auf die Folter spannen. Und da brauche ich einfach Zeit. Und es hat sich ja einfach so ein bisschen eingeschliffen, dass ich immer sonntags euch ein großes Video sozusagen veröffentliche und dann am Mittwoch meistens dann den Short. Und das würde ich jetzt ein bisschen, oder werde mich da ein bisschen zurückhalten. Bitte nicht falsch verstehen, soll auch überhaupt nicht eine Ankündigung sein, ich mache jetzt irgendwie Sommerpause und wir hören uns im Herbst oder Winter wieder. Überhaupt nicht, im Gegenteil, das ist wirklich alles sehr, sehr viel Arbeit, was ich vorhabe. Aber ich brauchte einfach Zeit, mich ins Thema reinzufuchsen. Also gerade so HTML-Programmierung etc., alles, was mit dazugehört. Und jetzt zum Beispiel Python habe ich ein bisschen gelernt, sage ich mal so. Da kann ich einige Sachen vielleicht noch mitnehmen. Java war ganz früher, also diejenigen, die sich vielleicht ein bisschen auskennen mit Programmieren. Und habe da einfach Lust drauf und ich werde euch das auf jeden Fall auch bereitstellen. Also ich habe da wirklich Lust, mit euch das auch zusammen zu machen. Vielleicht sagt ihr, ihr könnt das Ganze gebrauchen. Vielleicht sagt ihr auch, das ist ein totaler Käse. Dann ist es in Ordnung, dann habe ich Sachen gelernt und dann habe ich noch eine andere Idee. Ich habe einige Ideen, was ich für verschiedene Anwendungen in Sachen Modelleisenbahn programmieren kann. Und deswegen, da werde ich euch im Community Hub oder mal in einem Short vielleicht auch mal was zeigen. Also ich will jetzt nicht von der Bildfläche verschwinden, überhaupt nicht, wirklich gar nicht. Aber das braucht einfach Zeit, deswegen kann dann mal sein, dass ihr mal vielleicht 2-3 Wochen weniger von mir hört. Ich euch aber im Community Hub dann mal, wie gesagt, was poste, wo ich gerade arbeite, beziehungsweise was es vielleicht für ein Programm wird. Oder mal einen Short, wenn ich hier weitergearbeitet habe. Weil das passt jetzt auch ganz gut. Ich habe das extra so ein bisschen getimed, eben weil wir jetzt hier alles ja noch auch verstreben müssen mit dem Terraform-System. Das ist ja immer das Gleiche, weil ich kann ja euch jetzt 3, 4, 5 Statusberichte veröffentlichen, wo es halt immer weitergeht, Schritt für Schritt, was wir alles verstreben. Aber das ist jetzt, wie gesagt, ist immer das Gleiche. Und ich würde dann lieber solche Themen dann nachher euch dann zeigen, wenn wir die K-Systemkreuzung zum Beispiel dann automatisieren mit dem Elektronikbaustein und mit Relais zum Beispiel.
Oder wenn wir dann das ganze Bergpanorama dann einhüllen, eben diesem Krepppapier, weil dann ist es ein neuer Schritt, wo ich auch wie ich euch auch zeigen kann, wie das Ganze funktioniert. Und auch ich habe Rollmaterial noch einiges vorbestellt, also da gibt es auf jeden Fall auch noch Log-Vorstellungsvideos, also deswegen nicht falsch verstehen, aber einfach jetzt wirklich ein bisschen Zeit nehmen, aber ich werde trotzdem im Community Hub und mit ein paar Shorts da auf dem Laufenden halten, wie es da weitergeht. Und wie gesagt, auch mit ein paar größeren Videos, logisch. Aber dann habe ich da Zeit, mich reinzufuchsen. Und wünsche euch aber erstmal einen schönen MOBA-Sonntag und lasst es euch gut gehen. Und bis dahin, macht es gut, gell? Ciao!